Das ist ein Objekt für verschiedene Distanzen. Ich glaube, es ist völlig unmöglich, dieses Objekt zu ignorieren, selbst aus 10, 20 Metern Entfernung, selbst im Dunkeln. Das strahlt einen einfach an. Das ist ein Silberrelief von Luigi Valadier, das 1786 nach Bayern gekommen ist und jetzt nach langen Jahren, in denen man zwischendrin noch gar nicht genau wusste, wo es war, zu uns ins Germanische Nationalmuseum gekommen ist. Und das ist in doppelter Hinsicht eine Sensation. Einmal, dass dieses Stück noch existiert und ich würde sagen tatsächlich aber auch, dass es dem Germanischen Nationalmuseum gelungen ist, es zu erwerben und somit seine Sammlungen für das späte 18. Jahrhundert komplett neu aufzustellen und europaweit zu positionieren. Also man denkt vielleicht, es ist ungewöhnlich, dass das Germanische Nationalmuseum ein italienisches Werk kauft. Denn dieses Relief ist entstanden in der Werkstatt von Luigi Valadier, damals die führende Goldschmiedewerkstatt oder Metallwerkstatt insgesamt in Europa. Und in diesem Fall ein 84 Zentimeter hohes Silberrelief, das gegossen ist, in mehreren Teilen zwar, geschaffen hat. Und das ist als technisch eine absolute Herausforderung. Und dieses Silberwerk, das im Zentrum der Komposition steht, wird dann ergänzt durch sehr aufwendige Rahmenkonstruktionen zweier Art, in denen dann auch die edelsten Materialien wie vergoldete Bronze, Porphyr, feinste Mosaiksteine Verwendung finden. Und als ganz äußeren Rahmen hat man dann nochmal 4 silbergegossene Engelsfiguren, die alle auch ganz wunderbar in der Oberflächenerhaltung sind. Es gibt ganz viele kleine Details und nuancierteste Oberflächenbearbeitungen. Und ich denke, man wird nie müde werden und neue Details finden, wenn man die Figuren anschaut. Und bei den Figuren allein, wie Haut in Silber dargestellt ist, in der feinen Gießstruktur und dann nochmal der feinsten Nachbearbeitung. Und das kann man alles wunderbar nachvollziehen und darf dann sehr gerne den Blick einfach schweifen lassen. Ein Stück wie dieses ist tatsächlich einzigartig und es gibt keine andere Werkstatt, die das in der Zeit gekonnt hätte. Und insofern ist das für uns als GNM natürlich auch ein besonderes Privileg, dieses Objekt in die Zukunft bringen zu dürfen. Da hatten wir das große Glück, dass wir von der Kunstberatung Philipp Württemberg Art Advisory darauf aufmerksam gemacht wurden und die auch den langen Atem hatten, die nächsten Prozesse dann mit uns zu begleiten. Denn das dauerte gut 2 Jahre vom Erstkontakt bis tatsächlich zur Ankunft des Stückes bei uns am Haus. Wir hatten ebenfalls großes Glück, dass wir 6 Personen gefunden haben, die große Expertise haben im Bereich Goldschmiedekunst des 18. Jahrhunderts, international bekannt und versiert und uns mit Gutachten unterstützt haben. Denn nur, dass wir alleine als GNM sagen, das ist ein tolles Stück, ist natürlich zwar ein wichtiger Ankerpunkt, aber nicht ausreichend, um auch im großen Umfang Geldgeber zu begeistern dafür, das mitzufinanzieren. Wir haben insgesamt 6 Geldgeber hier an dieser Stelle. Ich möchte insbesondere die Ernst von Siemens Kunststiftung nennen, dann die Kulturstiftung der Länder sowie die Rudolf August Oetker Stiftung und dann eben noch großzügige Geldgeber, die ungenannt bleiben möchten, aber tatsächlich das erst ermöglicht haben.